Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir für euch vorbereitet haben, sind Air Canada 30% mehr für Piloten. Das ist eine krasse Gehaltssteigerung. Dann haben wir Boeing Belegschaft, die drohen mit Streik. Ach ja, Air Canada, das war ein Angebot von Air Canada an die Piloten, nur so, dass wir es wissen. Amsterdam Flughafen, neues Lärmschutzkonzept und wir haben den A350-900 mit seinen XWB-Triebwerken, die haben wohl ein Problem. Also betrifft auch die 900er. Ihr seid jetzt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Und lasst ein Like, das kostet euch nichts, aber Kanalmitgliedschaft unterstützt halt solche Sendungen wie heute. Das erste Thema, was wir heute haben, ist hier relativ schnell erklärt und da sind wir schon bei der ersten Minute. Das ist Air Canada und zwar Air Canada ist im Streit mit den Piloten über die Gehälter und da hat man denen 30% mehr Gehalt angeboten, um den Pilotenstreik abzuwenden. Piloten sind unzufrieden mit ihrem Gehalt, weil wenn sie nämlich nach Amerika schauen, in die US Airlines, da liegen die Stundensätze 45% höher. Das ist das, was natürlich die Gewerkschaft dort dann vorrechnet. Ich denke mal, dass in Deutschland dann die Gewerkschaft sagt, hey, die sind so viel Prozent höher da, die sind so viel Prozent da. Also wir müssen hier auch Lohn steigern. Und die Sofortanhebung der Bezüge um 20% ist halt quasi schon gesetzt bei Air Canada und man hat halt nochmal die Tabellenanpassungen gemacht über 3 Jahre und dann soll es insgesamt über 30% steigen. Mein Problem, was ich damit habe, ist halt wirklich 30% ist eine krasse Steigerung. Ich glaube auch nicht, dass die Piloten dort irgendwie am Existenzminimum bei der Air Canada knabbern. Man muss hier allerdings sagen, Angebot, Nachfrage, das ist halt das Problem, dass man im Moment die Piloten mehr braucht als die Piloten die Fluggesellschaften. Deshalb haben wir da halt ein Thema. Und anderes Thema ist es ja, was ich schon eben so angedeutet habe, dass man, wenn man in Deutschland oder in anderen Ländern dann schaut, dass bei den Tarifverhandlungen dann solche merkwürdigen Zahlen zustande kommen, wo man dann sagt, hey, wir müssen so und so viel Prozent steigen in den Löhnen, weil man in anderen Ländern oder sowas da ganz andere Zahlen bekommt. Ja gut, man muss natürlich dann auch auf der anderen Seite ausrechnen, wenn man in Deutschland bei der Lufthansa oder sowas angestellt ist, man kriegt irgendwo anders mehr Prozent, man muss umziehen, andere Lebensvoraussetzungen, Expat, Familie. Also da muss man halt gucken, was es wert ist. Aber das Problem ist halt am Ende des Tages, dass die dann versuchen, die Leute, egal in welcher Sparte wahrscheinlich, diese Gehälter dann sich zu erpressen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und es ist ja auch ein großer Unterschied, ob man jetzt irgendwo angestellt ist ich weiß jetzt nicht, in Bulgarien oder sowas, da sind ja auch andere Lebenshaltungskosten als hier oder dann in Kanada. Und dann ist die Frage natürlich, inwieweit so etwas dann vergleichbar ist. Für mich ist halt nur das Thema, dass es dort halt wieder die Gefahr gibt, dass wir wieder Streiks bekommen, weil man halt wieder Begehrlichkeiten mit solchen Sachen weckt. Die Frage des Tages sind natürlich relativ einfach. Kommt da etwas auf uns zu und wie findet ihr eine 30%ige Gehaltssteigerung? Ist so etwas fair? Ist so etwas überhaupt in irgendeiner Art und Weise mit eurem Rechtsverständnis oder mit eurem Moralverständnis zu vereinbaren? Sagen wir einfach mal so, ne? Jo. Wir gehen weiter mit einem Thema und zwar gehen wir mit dem Thema Boeing Belegschaft. Die sind auch mit Streik am Drohen und da ist es halt so, dass da 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Streik drohen, weil man dort unzufrieden ist und dass die Produktion nochmal leidet. Am 12. September muss halt eine Lösung gefunden sein. Das ist nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich habe die ganze Zeit meine USA-Reise geplant, deshalb bin ich so ein bisschen raus. Auf jeden Fall ist es so, dass die die Produktion erneut lahmlegen können. Also nicht nur die FAA, sondern auch dann die Mitarbeiter und damit dann halt natürlich die Probleme sind bei den ganzen Auslieferungen, die dann auch nochmal verzögert werden. Die wichtigsten Fragen sind Löhne, Gesundheitsvorsorge, Rente und Freizeit. Da liegt man halt relativ weit auseinander. Das sagt
sagt man CNN, und es ist ein hartes Stück Arbeit, sich dort zu einigen. Ja, das Thema ist halt deshalb eminent, weil natürlich das auf der einen Seite der erste Streik ist, der dann sich vielleicht da androht. 16 Jahre ist der letzte her. Und man möchte halt auch dort natürlich auch seinen Kuchen haben. Aber man muss auch wissen, dass Boeing relativ schwere Zeiten hat. Die haben ja Verluste geschrieben, und da sind es nicht irgendwelche Sachen, die Firmen, es gibt ja Firmen, wir möchten ja keine Namen nennen, die dann natürlich immer sagen, uns geht es schlecht, wenn es um Streik geht. Und da geht es Boeing halt wirklich nicht ganz so gut. Und man verhandelt wirklich weiterhin im guten Glauben, werden wir uns die Themen konzentrieren, die für unsere Mitarbeiter und Familien wichtig sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielen können, die die Bedürfnisse unserer Angestellten und die geschäftlichen Realitäten, die wir als Unternehmen gegenüberstehen, in Einklang bringen. Das ist das, was Boeing sagt. Und da hört man ja auch schon raus, dass man halt wirklich diese geschäftlichen Realitäten mit den Forderungen in Einklang bringt. Heißt also nichts anderes, als dass man da wirklich wenig Penunzen hat. Gut, das klingt immer so, als ob die viel Geld haben, aber sie machen halt Verluste. Und die Verträge wurden halt verlängert. Die Gewerkschaft hat sich bereit erklärt, mehr an die Krankenkasse zu zahlen, gewisse Rentenleistungen aufzugeben, weil man bei Boeing wieder natürlich die alte Nummer gemacht hat, ja, wir fordern oder wir drohen, dass wir andere Sachen auslagern. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Und wenn man dann halt überlegt, dass man noch Werke wie zum Beispiel in Charleston hat, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Und die Gewerkschaft will auch in den Verwaltungsrat. Aber da bin ich jetzt persönlich so ein bisschen der Gegner. Ich sage mal, man muss ganz klar wissen, aber da könnt ihr ja auch mal sagen, was ihr davon haltet. Macht es Sinn, wenn die Gewerkschaft im Verwaltungsrat ist oder nicht? Oder ist das eher eine Sache, das ist das Problem des Arbeitgebers? Und wenn man ehrlich ist, kann man halt auch wirklich nicht, kann Boeing sich das nicht leisten. Also einmal ein Streik nicht, aber auch die Lohnerhöhung nicht wirklich. Und wenn man anguckt, wir wollen das Unternehmen nicht leiten, aber wir wollen sicherstellen, dass unsere Stimmen zu den Entscheidungen, die getroffen werden, gehört werden. Wir lieben Boeing, wir sind die Leute im Verwaltungsrat. Es sind die Leute im Verwaltungsrat, die dies nicht tun. Sie haben die Integrität des Unternehmens geopfert. Und da muss man natürlich dann ehrlicherweise sagen, da hat der Kollege Holden, Gewerkschaftler, natürlich recht. Ganz klar. Also Boeing hat da relativ verkackt, und wenn man auch die 787er sieht, KLM verliert, also will ja auch die 787er aufgeben, dann die 8er kaufen sich relativ schlecht im Moment. Man kommt auch gar nicht mit den Auslieferungen nach, weil man halt Qualitätsprobleme hat mit gewissen Modellen. Das wissen wir ja alle. Und da ist es halt wirklich so, dass man natürlich ein Riesenproblem hat. Boeing braucht Liquidität, braucht den Cash, um halt da zu gucken, dass man halt noch was hinkriegt. Die haben ja auch Probleme mit dieser komischen Saturn-Rakete, glaube ich, ist. Ich bin jetzt kein Space Specialist. Also das heißt, dass deren Geschäftsfelder natürlich jetzt gerade nicht von Erfolg gekrönt sind. Und wäre halt schade, wenn Boeing dadurch halt dann Probleme bekommt. KLM hatte ich eben genannt, und zwar deshalb, weil KLM die 787 aufgibt, in Anführungsstrichen, zugunsten der 350er. Und jetzt ist es so, dass man in Amsterdam wieder anfängt, dort Merkwürdigkeiten zu machen in Bezug auf Lärm und Emissionsschutz und so weiter. Man will ja die Flugbewegungen dort reduzieren. Und der Flughafen Schiphol, ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt, soll jetzt vor allem nachts weniger Lärm produzieren. Und das ist halt ein Problem. Denn KLM hat natürlich dann als Local Carrier da die meisten Probleme. Die Regelung, dass man 452.500 Flugbewegungen pro Jahr hat, ist beschlossen. Und Ende 2023 ist es so, dass man diese Regelung aber dann kassiert hat. Also das heißt, man hat das beschlossen, hat aber dann das nicht ganz durchgekriegt. Warum? Weil die Amerikaner gesagt haben, okay, du machst uns mit den Slots Probleme, und JetBlue hat jetzt trotzdem andere Probleme, warum sie Amsterdam vielleicht nicht mehr anfliegen werden, Delta. Und deshalb hatte man gesagt, okay, ihr habt 1135 Flüge mit KLM nach Amerika jedes Jahr, dann werden wir jeden 5. Flug so, Pi mal Daumen, einfach mal sagen, ist nicht mehr. So quasi
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist halt genau das Problem, dass das neue Lärmschutzkonzept, was dort einen Korridor von 475.000 bis 485.000 Flugbewegungen, im Moment ist man, glaube ich, bei einer halben Million Flugbewegungen, dort hinbringt. Und man möchte, dass man mit lärmschonenderen, mit leiseren Flugzeugen auf jeden Fall dort hinfliegt. Und in der Nacht soll das gerade erreicht werden. Und damit ist aber das generelle Nachtflugverbot in Schiphol vom Tisch, Gott sei Dank. Aber KLM ist halt besorgt, dass der mögliche Verlust historischer Slots zu Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder führen könnten, was einen Verlust von Verbindungen zur Folge hätte, die für Niederlande als internationaler Handelsland wichtig sind. Und das ist halt genau das Problem, dass man ein generelles Nachtflugverbot natürlich dann auch wieder irgendwelche historischen oder alten Slots, die Fluggesellschaften haben, Stress bereiten. Und damit sieht man halt auch, dass der Flugverkehr immer international ist und international bleiben wird. Dass also nicht irgendetwas ist, wo man mal eben sagt, hier, schnipp, 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 schnipp. Und dass das irgendwie ohne Repressalien geht. Und auch die Thematik mit SAF, mit Überflug, also man sieht halt wirklich, dass die Aviation ein Gebiet ist, die halt wirklich ineinander greift, die man halt nicht so ich nenne es jetzt einfach mal im Alleingang im staatlichen dort dann irgendwie hinbekommen kann oder retten kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze dort bewertet. Also eure Meinung ist gefragt. Wir haben dann noch als letztes Thema heute die Airbus A350-900, die mit ihren Triebwerken Probleme haben. Ich wollte sagen, eben nicht mal diesmal Boeing mit Problemen, sondern mit Airbus. Und wir gehen auch auf Airbus-Probleme ein, damit man uns da nicht nachsagt, wir hätten dort irgendwelche Bias. Und das Problem ist halt auf dem Flug gewesen von Cathay Pacific, die aus Hongkong gestartet sind, um nach Zürich zu fliegen, wo das Triebwerk mit Feuerprobleme hatte, also mit dem Treibstoffschlauch, diesen flexiblen Verbindung. Und Malaysia Airlines berichtete auch, dass man ein Problem an einem Hochdruck-Treibstoffschlauch hat. Und der sei halt entdeckt worden bei der Inspektion einer der 6 350-900er. Und damit ist es so, dass das Trendtriebwerk XWB-97 nicht nur betroffen ist, sondern das XWB-84. Heißt klipp und klar, dass man hier halt wirklich ein Problem hat und dass man dort halt gucken muss. Die EASA hat gesagt, dass man diese mindestens innerhalb von 30 Tagen kontrollieren muss und sonst austauschen muss im Fall der 350-1000er. Und bei der Standardversion mit den etwas schwächeren Triebwerken ist es so, dass man dort diese von Rolls-Royce hat. Natürlich auch. Und damit ist es halt so, dass man jetzt nicht in die Werkstätten zurückruft, aber man muss halt diesen Schlauch austauschen. Und Airbus hat insgesamt schon 530 Exemplare der A350-900 ausgeliefert. Also daran seht ihr, wie viele Flugzeuge fliegen. Und dann zweimal pro Triebwerk, ne, weil Flugzeug 2 Triebwerke hat, haben wir 1060 Triebwerke plus noch Austauschtriebwerke, die da rumstehen und so weiter und so fort, die alle kontrolliert werden müssen. Also muss man auch jetzt auf die 350-900er gehen. Lufthansa hat ja die 900er, müssen die auch gucken. Finnair muss gucken. Und ich fliege ja am Dienstag nach Dallas und dann weiter nach Los Angeles und komme dann zurück aus Los Angeles auch mit einem 900er. Hoffen wir mal, dass es da dann keine Probleme gibt und der Flug ausfällt und ich dann vielleicht auf American Airlines umsteigen muss oder auf irgendeine andere Fluggesellschaft. Geht. Gut, dafür danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Aber ihr wisst ja an dieser Stelle, es gibt ja zuerst die Frage des Tages nochmal in der Wiederholung. Und zwar die Frage des Tages, die wir hatten, ist, sind 30% Gehaltssteigerung übertrieben oder nicht? Und seht ihr da irgendwelche Auswirkungen auf andere Pilotierende? Sagen wir Pilotierende sagen, ja, Piloten, Pilotinnen, zum Beispiel von der Lufthansa, wenn die halt da verhandeln, dass sie sich an solchen Sachen orientieren und sagen, ja, aber die kriegen ja so viel mehr, also müssen wir, dass das halt wirklich das Haifischbecken noch gefährlicher macht, als es schon ist für Streiks. Jetzt könnt ihr aber den Kanal nochmal wirklich abonnieren, kontrolliert, dass ihr ihn abonniert habt, denn es kostet euch nichts, den Kanal
natürlich auch dann nochmal ein Like für die Sendung geben. Das ist das, was mich immer wieder erfreut, wenn ihr das tut. Und natürlich logischerweise denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach, und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt, hier, da müsste die Nummer jetzt sein, könnt ihr mich jederzeit auf WhatsApp oder Telegram kontaktieren. Also, danke dafür, dass ihr heute dabei wart, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, ciao, ciao, und für euch der Abspann. Bin jetzt aber wirklich weg. Tschüss.